Vom 24. Juni bis zum 11. Juli waren wir wieder mit unserem Wohnmobil unterwegs und haben Deutschland auf einer abwechslungsreichen Route entdeckt. Rund 2200 Kilometer führten uns von München bis an die Ostsee und zurück. Dabei besuchten wir 7 Orte in 6 Bundesländern. Unsere Reise führte uns von Lichtenfels über Brandenburg an der Havel, Kühlungsborn, Lübeck, Goslar und Miltenberg bis nach Tübingen. In dieser Videoreihe nehmen wir euch mit auf unseren ganz persönlichen Reiserückblick. Wir zeigen euch, was wir erlebt haben, geben euch Informationen zu den besuchten Orten und berichten von den verschiedenen Campingplätzen. Unser erstes Ziel ist der Main-Camping Lichtenfels und wir erkunden die Korbstadt mit den Fachwerkhäusern. Am Mittwoch gegen 11 Uhr starteten wir unsere Deutschland-Tour. Die ersten Kilometer lagen vor uns und führten uns auf direktem Weg nach Lichtenfels in Oberfranken. A thousand little thoughts are waiting of places we have yet to see. A road that leads through changing landscapes and moments waiting quietly. We carry dreams of distant places and memories we haven't made. Every stop will have a story, every path will have a name. We don't know every little detail, but we know what we are looking for. 7 stories ahead, 7 places, 7 skies, 7 moments we will treasure, 7 reasons for a smile. From the forest to the coastline, from the rivers to the sea, there are countless little wonders waiting there for you and me. A different view behind each window, a different feeling every day. Sometimes we find the greatest treasures in the simplest kind of ways. A quiet road, a hidden corner, a place we never knew before. And suddenly a single moment becomes something we adore. Because the best parts of a journey are the things you cannot plan. 7 stories ahead, 7 places, 7 skies, 7 moments we will treasure, 7 reasons for a smile. From the forest to the coastline, from the rivers to the sea, there are countless little wonders waiting there for you and me. Maybe years from now we'll remember not just the places that we found, but all the little pieces of happiness that were waiting all around. Nach rund 260 Kilometern Fahrt erreichten wir unser erstes Ziel, den Main-Camping Lichtenfels. Neben Dauerstellplätzen stehen hier auch Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen zur Verfügung. Zeltcamper finden auf der Wiese direkt am Main einen schönen Platz zum Übernachten. Ein wichtiger Hinweis: Es wird eine gültige Gasprüfung vorausgesetzt. Diese Vorgabe ist bereits in den Buchungsbedingungen vermerkt und wird bei der Anreise auch kontrolliert. Ohne gültigen Nachweis ist eine Aufnahme auf dem Campingplatz nicht möglich. Ein Restaurant gibt es auf dem Campingplatz nicht.
Dafür werden morgens frische Brötchen angeboten und ein Getränkeautomat steht ebenfalls zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter oder für eine kleine Pause bietet ein Aufenthaltsraum mit Spielen und einer kleinen Bücherauswahl eine angenehme Rückzugsmöglichkeit. Auch Familien und Aktivurlauber kommen hier auf ihre Kosten. Kinder können sich auf dem Spielplatz austoben, während der Main zu Spaziergängen am Ufer oder einer Kanutour einlädt. Die sanitären Anlagen sind zwar nicht mehr die modernsten, waren für uns aber vollkommen ausreichend. Der Zugang zu den Toiletten und Duschräumen erfolgt über einen Transponder-Chip. Zur Ausstattung des Campingplatzes gehören außerdem ein Koch- und Spülbereich mit Warmwasser sowie ein Wasch-, Trocken- und Bügelraum. Ein besonderer Pluspunkt ist der direkte Zugang zum Main. An mehreren Einstiegsstellen gelangt man bequem ans Wasser und kann, je nach Wasserstand, auch direkt in den Fluss steigen oder einfach die Füße im kühlen Wasser erfrischen. Neben dem Campingplatz befindet sich außerdem ein Badesee, der an heißen Sommertagen für eine willkommene Abkühlung sorgt. An der Strandbar gibt es Getränke und kleine Snacks. Dank seiner Lage direkt am Main und unweit der Altstadt eignet sich der Campingplatz sowohl für Erholung als auch für Ausflüge in die Region. Wer nicht selbst kochen möchte, erreicht ein Restaurant nach etwa 500 Metern und der nächste Supermarkt liegt rund 1,2 Kilometer vom Campingplatz entfernt. Bis in die Lichtenfelser Innenstadt sind es etwa 2,5 Kilometer. Die Strecke lässt sich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus zurücklegen. Die nächste Bushaltestelle befindet sich rund 500 Meter vom Campingplatz entfernt. Schon im Voraus hatten wir einen Komfortstellplatz direkt am Main reserviert. Die ruhige Lage am Wasser gefiel uns auf Anhieb und machte den Campingplatz zu einem gelungenen Startpunkt unserer Deutschlandreise. Nachdem wir unseren Stellplatz Nummer 19 bezogen hatten, war es erst einmal Zeit für einen kleinen Snack. Bei hochsommerlichen Temperaturen von etwa 32 Grad gab es danach eigentlich nur noch eines: Entspannen und die Ruhe genießen. Im Schatten unserer Markise ließ es sich wunderbar aushalten. Zwischendurch spazierten wir einfach mit den Füßen durch den angenehm kühlen Main, eine willkommene Erfrischung an diesem heißen Sommertag. Zum Abendessen machten wir uns auf den Weg zum Brauerei-Gasthof Wiechert. Davon haben wir allerdings keine Aufnahmen. Anschließend ließen wir den ersten Urlaubstag ganz entspannt an unserem Wohnmobil ausklingen. Auch am Donnerstag zeigte das Thermometer wieder hochsommerliche Temperaturen. Deshalb verzichteten wir auf größere Unternehmungen und verbrachten den Tag überwiegend auf unserem Stellplatz. Im Schatten unserer Markise und eines großen Baumes genossen wir die Ruhe und die sommerliche Atmosphäre am Main. Die Sonne malt die warmen Farben auf dem Weg vor unserem Platz. Wir sitzen einfach da und schauen, wie der Tag ganz langsam zieht. Und diese kleinen Stunden, in denen alles leiser wird, sind genau die Augenblicke, die man tief im Herzen spürt. Einfach dieser Tag, einfach dieses Leben. Wir lassen alles los, was gestern wichtig war. Wir lassen die Gedanken treiben
wie Blätter auf dem Fluss. Und wenn die Sonne weiterzieht, wissen wir, dass es gut sein muss. Die Hitze liegt auf den Wegen, doch wir haben keine Eile. Wir genießen jede Minute, machen einfach eine Pause. Heute muss nichts passieren, kein Plan und kein Ziel. Nur dieser warme Sommertag und dieses leichte Gefühl. Einfach dieser Tag, einfach dieses Leben. Wir lassen alles los, was gestern wichtig war. Wir lassen die Gedanken treiben, wie Blätter auf dem Fluss. Und wenn die Sonne weiterzieht, wissen wir, dass es gut sein muss. Vielleicht sind es diese Stunden, die man nie wieder vergisst. Nicht weil etwas Großes passiert, sondern weil man glücklich ist. Einfach dieser Tag, einfach dieses Gefühl. Kein Plan, kein Müssen, nur ein bisschen Sommerglück. Die Sonne geht langsam weiter, doch dieser Moment bleibt hier. Ein perfekter Tag im Urlaub, ein kleines Stück Glück in uns. Bevor wir uns am Freitag auf den Weg zu unserem nächsten Reiseziel machten, wollten wir uns zumindest noch einen kurzen Eindruck von Lichtenfels verschaffen. Deshalb fuhren wir mit dem Wohnmobil zum Schützenplatz. Dieser Parkplatz ist auch für Wohnmobile geeignet und liegt nur wenige Gehminuten von der Innenstadt entfernt. Von dort aus starteten wir unseren kleinen Stadtbummel durch die Korbstadt Lichtenfels. Die charmante Stadt im Herzen Oberfrankens ist weit über die Grenzen Bayerns hinaus als deutsche Korbstadt bekannt. Zwischen verwinkelten Gassen, jahrhundertealte Handwerkskunst und der idyllischen Landschaft des Obermaintals erwartet Besucher eine Stadt, die Tradition und Moderne auf besondere Weise verbindet. Schon auf den ersten Blick zeigt sich der typisch fränkische Charakter. Enge Gassen, liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser und markante Sandsteinbauten prägen das Stadtbild. Das Herz der Altstadt bildet der Marktplatz mit seinem prachtvollen barocken Rathaus, das im 18. Jahrhundert nach Plänen des berühmten Baumeisters Justus Heinrich Dientzenhofer errichtet wurde.
Rund um den Platz laden gemütliche Cafés und kleine Geschäfte zum Verweilen ein. Ein modernes Wahrzeichen von Lichtenfels ist das Archiv der Zukunft am Marktplatz. Das außergewöhnliche Gebäude wird von 2 stilisierten Weidenbäumen aus Stahl überspannt, eine Hommage an die Korbflechterei. Gleichzeitig steht das Bauwerk für den Wandel der Stadt und verbindet auf eindrucksvolle Weise Tradition mit moderner Architektur. Im Inneren finden regelmäßig Ausstellungen und Veranstaltungen rund um Zukunfts- und Innovationsthemen statt. Wer sich für Geschichte interessiert, entdeckt in Lichtenfels noch heute zahlreiche Spuren der ehemaligen Stadtbefestigung. Erhalten geblieben sind das Bamberger Tor, auch Unteres Tor genannt, sowie der obere Torturm, der früher als Kronacher Tor diente. Lichtenfels wäre nicht die deutsche Korbstadt ohne seine einzigartige Flechttradition. Bereits im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt zum internationalen Zentrum des Korbhandels. Dank der Eisenbahn wurden Körbe aus der Region in die ganze Welt exportiert. Noch heute lebt dieses Handwerk weiter. Überall in der Stadt begegnen Besucher kunstvollen Flechtobjekten und modernen Skulpturen aus Weidengeflecht. Ein besonderes Highlight ist der jährlich stattfindende Korbmarkt. Flechterinnen und Flechter aus ganz Europa präsentieren hier ihre kunstvollen Arbeiten und verwandeln die Stadt in ein lebendiges Zentrum traditioneller Handwerkskunst. Dieses Fest zieht jedes Jahr tausende Besucher an und macht die besondere Identität von Lichtenfels auf eindrucksvolle Weise erlebbar. Somit ist Lichtenfels weit mehr als nur eine Kleinstadt in Oberfranken. Es ist ein Ort, an dem Geschichte, Handwerkskunst, Kultur und Natur harmonisch zusammenfinden. Ein weiteres Wahrzeichen der Stadt ist die katholische Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt. Ihr markanter Turm mit den 5 Spitzen ist schon von weitem zu erkennen. Auch ein Blick ins Innere lohnt sich, denn dort treffen spätgotische Architektur und barocke Ausstattung aufeinander.
Zum Abschluss unseres Stadtbummels kehrten wir noch im Eiscafé am Markt ein. Dort ließen wir uns einen Smoothie und ein Stück Kuchen schmecken, bevor wir zum Wohnmobil zurückkehrten. Mit schönen Eindrücken aus Lichtenfels im Gepäck verabschiedeten wir uns von der Korbstadt. Die Stadt hat uns mit ihrem ruhigen, entspannten Flair gefallen. Auch wenn sie eher klein ist, lohnt sich ein kurzer Abstecher allemal. Anschließend führte uns unsere Reise weiter nach Brandenburg an der Havel, unserem nächsten Etappenziel. Damit endet der erste Teil unserer Wohnmobilreise. Im nächsten Video geht es weiter. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Wir